Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Elevator-Vlog. Ich bin der Fred und das ist der Dankmar, der ist schon wieder zu Besuch und der hat uns einen sehr, sehr mächtigen Synthesizer mitgebracht, nämlich die Novation Peak. Genau. Und vorweg, das hier wird kein in die Tiefe gehender Nerd-Tech-Talk, sondern wir erklären, wir machen im Grunde genommen einen Drüberflug einmal, weil wir gesagt haben, es gibt eine Menge Sachen, die ins Detail gehen. Es wird auch noch mehr Sachen geben, die produziert werden, die wirklich in jede Schraube, jede Mutter, jeden Oszillator, jeden Wavetable gehen. Wir fliegen einmal eher über die Funktionsblöcke und wie ist Peak in der Basis aufgebaut drüber und zeigen nur kurz den Weg, wie wir Sound bilden und dann jammen wir. Ja, denn ihr wollt ja auch Sounds hören, richtig? Genau. Also ich bin immer scharf auf Sound-Demos. Dann machen wir das heute nämlich auch. Wir zeigen einmal kurz die Funktionsweise, Genau. Gehen einmal drüber und dann würde ich sagen, wollen wir anfangen? Genau. Also Basisinfo an euch für diejenigen, die noch nichts drüber gehört haben. Peak, Fred hat es schon gesagt, unser 8-stimmig polyphoner neuer Synth von Novation. Bin ich ganz, ganz stolz drauf. Ist nämlich wirklich schön geworden, wie ihr gleich hören werdet. Und jede dieser 8 Stimmen hat 3 Oszillatoren. Und Peak ist eine Mischung aus digitalen Anteilen und analogen Anteilen. Und diese Melange ist meines Erachtens hier auch sehr gut aufgegangen. Lass uns mal drüber gucken im Flow, wo ist Peak digital? Digital ist Peak bei den Oszillatoren. Bei den 24 Oszillatoren, die wir haben, die werden auf einem FPGA gerechnet. Sehr hohe Geschwindigkeit. FPGA? FPGA ist Field Programmable Gate Array. Das heißt, darauf kannst du Oszillatoren machen. Okay, das und ist also je schneller die sind, desto höherwertig sind deine Wellenformen, die rauskommen. Da haben wir das Feinste gebaut, was geht. Deshalb haben wir dem auch einen Namen gegeben. New Oxford Oscillator. Aber wir wollten ja nicht so sehr in die Tiefe gehen. In die Tiefe. Nein, aber das ist ja schon mal interessant, weil das ist ein Wort, das ja, ich jetzt nicht verstanden. Im Grunde genommen, in die Details haben wir gesagt, da fliegen wir eher drüber. 24 Oszillatoren, nämlich 3 Stück pro Stimme. Hier werden unsere Tonhöhen und Wellenformen gebildet. Das geht dann hier im nächsten Block, geht das entsprechend in den Mixer. Da werden halt die Anteile der Oszillatoren, Ring Modulation und sowas gemischt. Dann geht es hier in einen Filter rein. Und hier in die Effekte. Genau. Wir haben den Bereich hier, die Oszillatoren sind digital, unsere Effekte sind digital. Da haben wir einen Chorus, wir haben Chorus Flange, wir haben ein Delay und wir haben Reverb. Ja, darf ich den mal Klingt, spielen? du darfst. Ich weiß, du bist schon die ganze Zeit heiß da drauf. Nimm mal den größten, den Dreier. Hat 2 Minuten Nachhaltzeit. Ich habe es mal gemessen beim größten Raum hier und klingt wirklich richtig, richtig gut. Was ist noch digital? Digital ist die Ansteuerung unserer LFOs und Envelopes. Die gehen in Kilohertz-Bereiche rein, wo normal ein LFO nicht reingeht. Das heißt, da haben wir extrem mächtige Klangformungsmöglichkeiten, die wir gleich auch noch hören werden. Du kannst auch synken, du kannst auf Tempo, Beat synken, wenn du möchtest. Okay, das ist also, das ist auch richtig, dass die analogen LFOs eigentlich immer in einem niedrigeren Herzbereich. Genau, normalerweise geht ein analoger LFO so von 0 bis 200, 250 Max. Hier ist es so, dass die im Low-Bereich von 0 bis 200 gehen oder 250, im High-Bereich von 0 bis 1,6 Kilohertz, also wirklich absoluter Hörbereich, und wir können synken. Boah, krass. Ja, das ist ziemlich schon viel, da kann man schon viel mitmachen. Das ist schon ziemlich heftig. Also hier kann man dann immer jedem Oszillator auch quasi zuordnen. Theoretisch. Genau, du kannst das, du siehst, du hast da Zuordnungen, also diese ganzen Sachen, die wir hier haben, alle Regler, alle Schieberegler, alles wird MIDI-datenmäßig übertragen. Also wenn du sowas in der DAW, in Ableton oder was auch immer aufnehmen wolltest, du drehst, schiebst, alles wird aufgezeichnet. Du kannst diese Sachen hier zuweisen, einfach entweder per Schalter. Wenn du zum Beispiel mit einem LFO zum Beispiel den Shape Amount, also die Klangveränderung von einem Oszillator machen willst, weist du zu. Du stellst dann hier im Grunde genommen auf LFO 1 nur die Rate ein und das war's und kannst loslegen, hier die Wellenform zu bearbeiten.
Was wichtig ist, weil ich eben ja auch gesagt habe, das ist eine Mischung aus digital und analog. Analog, ganz, ganz wichtig, weil das so die Herzstücke von Synthesizern auch sind. Ja. Analoges Multimode-Filter. Das ist basierend auf Base Station 2. Das ist unser Filter hier. Ihr seht, da haben wir jede Menge Knöpfe. Erklären wir nicht alles im Detail, aber wir haben hier zum Beispiel, nehmen wir einfach einen Sound hier, mit dem wir gleich mal was zeigen können. Im Filter ist es halt so, klar, Frequency kennt ihr. Das Filter hat eine wesentlich höhere Resonanz als Base Station. Oh, reiß mal ordentlich auf da. Wir können das Filter modulieren, also wir können selbst mit Oszillatoren modulieren, mit LFOs modulieren, also alles Mögliche. Können wir gleich auch mal dran spielen, Ja, wenn ja, wir klar. in unseren Play-Part kommen Wir haben hier. einen Overdrive, Sie? Overdrives, also wir haben 3 Amp Overdrive-Stufen, die auch komplett analog sind. Wir haben einmal vor dem Filter, wir haben einmal nach dem Filter einen Overdrive und wir haben einen Distortion nach dem VCA. So, das heißt, da hast du wirklich ganz viele Möglichkeiten, Sachen, das können wir hier auch Komplett zu gerade zerstören. sehen. Wenn wir hier höher gehen, entsprechend. Ja, schon ein ganz schönes. Genau. Ein bisschen mit Resonanz rein. Also, das ist ja giftig. also ihr seht, das pritzelt schon ziemlich gut und wir sind jetzt gerade, ich mache es mal ein bisschen leiser, damit wir nicht so schreien müssen. Wir benutzen hier gerade auch schon, gut, das ist jetzt gerade eine monophone Line, das ist kein Polyphoner oder ein Chord-Ding, was wir hier machen. Wir arbeiten gerade mit unserem Arpeggiator hier. Das heißt, wir haben Arpeggiator on gemacht, da gibt es auch im Menü noch Möglichkeiten zu sagen, ich will verschiedene Muster. Wir können hier zum Beispiel im Art-Menü sagen, ich will einen anderen Rhythmus haben. Die Rhythmen sind festgeschrieben? Die Rhythmen, du hast 32 oder 33 Rhythmen, die fix sind, aber du kannst auch oktavieren. Du hast verschiedene Types, mit denen du arbeiten kannst. Also im Grunde genommen gibt es unten drunter immer noch mal ein paar Sachen, aber wir hatten uns darauf geeinigt, wir wollen nicht zu großen Tech-Talk machen. Ja, dann machen wir Genau. das. Es bietet sich natürlich auch Das zwischendurch bietet immer mal sich an. Und wenn ihr sagt, ihr wollt dann noch mal mehr im Depth was machen, können wir einfach noch mal was nachlegen. Im Grunde genommen die Mischung, was ich gerade gesagt habe, digitale Oszillatoren, digitale Effekte, digitale Ansteuerung der des Modulationsbereiches in Kombi mit analogem Mischer, mit analogem Multimode-Filter, was sehr, sehr gut klingt, wie wir gerade schon gehört haben, mit den Amp Distortion Points, den 3, die wir hier haben. Und im Key-Tracking. Und dem Key-Tracking. Vergessen wir nicht das Key-Tracking, das ist nämlich dazugekommen. Das ist nämlich bei der Bass-Station, glaube ich, nicht dabei. Nein, Key-Tracking für diejenigen, die das nicht wissen. Also wenn wir Key-Tracking-mäßig den komplett hier aufdrehen, auf volle Tiefe, dann spielt ihr das Filter im Grunde genommen frequenzmäßig wirklich mit den Noten, die ihr spielt. Das heißt, von unten nach oben geht das Filter parallel zum tonalen Spielen auf. So ein Chord. Hast du irgendwo einen Chord? Damit wir mal ein Polyphon... Der ist eh schon sehr bright hier, den wir da haben. Und ihr seht, das Filter geht entsprechend immer weiter, entsprechend auch auf, weil wir hier jetzt Key-Tracking einmal komplett voll aufgedreht haben. Klar. Okay, Filter, das hören wir jetzt hier auch, der ist jetzt gerade im High-Pass-Bereich. Da können wir natürlich von unten Sachen wegnehmen. Filter nimmt ja immer was weg. Das ist schon relativ krass. Ja, das ist sehr griffig. Okay, Wollen wir vielleicht lass uns einfach mal ein bisschen... jammen. Dann würde ich sagen, Würde ich sagen. machen wir ein bisschen Jam. Ja.